Schönen guten Tag, liebe Freunde. Danke für das Einschalten. Ich grüße euch ganz herzlich aus dem weiten Sibirien. Ich hoffe, euch geht's gut im Alltag. Wir haben in Irkutsk schon den richtigen Winter. Aber die Temperaturen schwanken immer noch zwischen 0 und -10 Grad Celsius. Die richtige Kälte kommt erst Mitte oder sogar Ende Dezember. Bis dahin dauert es noch eine Weile. Und in diesem neuen Video möchte ich euch über einige Ereignisse in Russland erzählen. Russland ist ein sehr großes Land und jede Woche passieren bei uns irgendwelche Ereignisse. Ich versuche, etwas Interessantes für euch zu finden. Und in diesem Video möchte ich einige Nachrichten gerne vorstellen. Bleibt bitte dran, los geht's! Anstieg kinderreicher Familien. In Russland ist die Zahl der kinderreichen Familien deutlich gestiegen. Arbeits- und Sozialminister Anton Kotyakow erklärte auf dem Demografieforum in Krasnojarsk, dass ihre Zahl seit Beginn des Jahres 2025 um mehr als 8% gewachsen sei. Derzeit gibt es im Land rund 2,9 Millionen solcher Familien. Auch die gesamte Zahl der Kinder in diesen Familien hat sich verändert. Laut Kotyakow lag sie vor kurzem noch bei 8,9 Millionen, erreichte jedoch nach den ersten 10 Monaten bereits 9,2 Millionen. Das bedeutet einen Zuwachs von fast 300.000 Kindern. Unterdessen werden in der Staatsduma neue Unterstützungsmaßnahmen diskutiert. Die Abgeordnete Svetlana Bessarab schlug vor, die Hypothekenzinsen je nach Anzahl der Kinder zu staffeln. Sie betonte, dass Familien mit 2, 3 oder 4 Kindern derzeit denselben Zinssatz zahlen und dass dieser Ansatz überdacht werden müsse. Laut Bessarab wird die Idee auch von der Regierung unterstützt. Doch es sei unklar, ob das Kabinett die notwendigen Mittel dafür finden könne. Migranten in Russland. In Russland wurden die Bedingungen für den Erhalt einer Krankenversicherung für Migranten verschärft. Die Staatsduma verabschiedete das entsprechende Gesetz am 20. November während einer Plenarsitzung. Künftig müssen ausländische Bürger mindestens 5 Jahre legal in Russland gearbeitet haben, um Anspruch auf kostenlose medizinische Versorgung zu erhalten. Ausgenommen bleiben nur Notfälle. Duma-Vorsitzender Vyacheslav Volodin erklärte, wer in unser Land kommt, hier arbeitet und soziale Leistungen auf hohem Niveau nutzen möchte, muss dieses Recht durch ehrliche und gesetzkonforme Arbeit bestätigen. Zuvor hatte die Gesellschaftskammer vorgeschlagen, für Migranten verpflichtende kostenpflichtige Krankenversicherungen bei der Einreise nach Russland einzuführen. Nach Ansicht der Initiatoren könnte dies die Belastung staatlicher medizinischer Einrichtungen deutlich reduzieren. Strengere Regeln für E-Scooter. Das russische Verkehrsministerium sieht derzeit keinen Bedarf, eine Führerscheinpflicht für Nutzer von individuellen Mobilitätsmitteln wie E-Scootern einzuführen. Dies erklärte Nikolai Tscherednitschenko, Vertreter des Ministeriums. Er betonte, dass das Ministerium eine stärkere Regulierung in diesem Bereich grundsätzlich unterstützt, doch eine Pflicht zum klassischen Führerschein für E-Scooter-Fahrer sei aktuell nicht vorgesehen. Geplant ist jedoch, das Mindestalter für die Nutzung solcher Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen von 14 auf 16 Jahre anzuheben. In Parks sollen diese Einschränkungen nicht gelten. Bereits im Oktober wurden weitere Maßnahmen diskutiert. Dazu zählen Bußgelder für das Fahren von E-Scootern und E-Fahrrädern auf Gehwegen sowie ein Verbot, während der Fahrt ohne Freisprecheinrichtung telefonisch zu sprechen. Migrantenkinder. In Russland konnten nur 19% der Kinder von Migranten an allgemeinbildende Schulen aufgenommen werden. Dies teilte der Leiter des föderalen Bildungs- und Aufsichtsamtes Ansor Musaev mit.
Er erinnerte daran, dass für die Einschulung zwei Voraussetzungen gelten: ein vollständiger Dokumentensatz und ausreichende Russischkenntnisse. Diejenigen, die aufgenommen wurden, erfüllten beide Kriterien. Mehr als 80% schafften es jedoch nicht, da viele die Sprache nicht ausreichend beherrschten und ihre Eltern die Unterlagen falsch ausgefüllt hatten. Die Behörde wandte sich bereits an jene Regionen mit besonders vielen Anträgen von Migrantenfamilien. Dort sollen die Erfahrungen mit den Tests und dem Aufnahmeverfahren genauer ausgewertet werden. Zusätzlich untersucht Rospotrebnadzor, wie sich die Situation in Schulen verändert, wie die Kinder miteinander auskommen und welche Herausforderungen sich für Lehrkräfte ergeben. Ruhetage. Im Januar 2026 erwartet die Menschen in Russland ein ungewöhnlicher Arbeitsrhythmus. Nur 15 von insgesamt 31 Tagen sind Arbeitstage. Darauf wies der Duma-Abgeordnete Jaroslav Nilov hin. Er erklärte, dass sich dies nicht auf den festen Gehaltsanteil auswirken werde. Nilov betonte, dass der Januar 2026 damit der arbeitsärmste seit dem Jahr 2021 sein wird. Gleichzeitig erinnerte der Abgeordnete daran, dass Prämien und andere variable Zahlungen vom jeweiligen Arbeitsvertrag abhängen. Bei Stücklohn wiederum richtet sich das Einkommen nach der Menge der erbrachten Leistungen oder produzierten Güter. Berufsverbote für Migranten. Im autonomen Kreis Chanty-Mansijsk wurde Migranten die Arbeit als Kuriere untersagt. Ab dem 1. Januar 2026 wird die Liste der für ausländische Arbeitskräfte verbotenen Tätigkeiten auf 27 Bereiche erweitert. Gouverneur Ruslan Kucharuk erklärte, dass zu den neuen Einschränkungen auch Tätigkeiten aus traditionellen Wirtschaftszweigen gehören, darunter das Sammeln von Waldprodukten und die Fischerei. Derzeit gilt im Gebiet bereits ein Verbot für Migranten in 22 Branchen, darunter Gesundheitswesen, Energie, Wasseraufbereitung und Verteilung, Dienstleistungen für die Bevölkerung sowie Finanzdienstleistungen. Kucharuk betonte, dass die Erweiterung der Liste dem Schutz des Arbeitsmarktes in Jugra dient. Arbeitgebern werde untersagt, ausländische Bürger mit Arbeitsgenehmigungen, Patenten in 5 zusätzlichen Wirtschaftsbereichen zu beschäftigen. Bereits im August 2025 wurde berichtet, dass in 32 Regionen Russlands ein Verbot für Migranten in der Kurierbranche gilt, darunter die Regionen Amur, Wolgograd, Woronisch, Kursk und Samara sowie die Krim und Sankt Petersburg. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke, dass ihr dabei seid. Danke, dass ihr die Zeit gefunden habt, dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute im Alltag. Und wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Tschüss!